Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag und ich bin auch richtig gehypt, weil wir hatten einen richtig geilen Livestream am Wochenende. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich glaube aber schon und es ist an der Zeit, dass wir uns jetzt wieder gruselige Videos anschauen. Ich habe uns was Schönes herausgesucht, 10 gruselige Videos, die man nicht alleine schauen sollte. Ich bin ganz gespannt beim Titel, ich hoffe ihr auch. Schreibt wie immer in die Kommentare, ob ihr gegruselt habt oder nicht. Wir werden jetzt checken, ist es fake, ist es real, bekommen wir Gänsehaut oder bekommen wir keine Gänsehaut? Das finden wir jetzt zusammen heraus. Macht es euch gemütlich, holt euch einen Snack und ich würde sagen, wir starten sofort rein und los geht's. So, meine Lieben, wir sind auf dem Kanal Scary Comp und wir starten sofort rein und los geht's. Stretch of highway, Felicity D promptly takes out her phone after noticing something down the road. It had caught her attention, considering that no other cars were on the road. It was just her and the driver alone on this highway when this was spotted. Now this video takes place in Arenas Valley, New Mexico, where it seems that others have encountered similar experiences. Ghost sightings are nothing new to those who live around here, but this, as viewers believe, may just be the clearest evidence of something paranormal. Although it's hard to say as to what this was, you can see that something is moving before somehow vanishing. It's a bit faint, but something is there, until it isn't. Now unfortunately not much info is given on this clip, except that it took place in New Mexico. Yet still, as many have commented, this footage is pretty creepy. Just who, or even what, was seen on camera? Ja, das war schon eine wirklich seltsame Aufnahme. Das sah wirklich aus, als wenn ein Geist in der Ferne vorher weggelaufen wäre. Man kann nicht genau sagen, vielleicht war es auch ein bisschen Nebel, der irgendwie so ein bisschen so aussah, ob es jetzt ein Geist war oder nicht. Aber es sah auf jeden Fall unheimlich aus. Wir wissen es einfach nicht. Weil alles kann möglich sein. Zuerst hätte ich es vielleicht nicht bemerkt und hätte gedacht, das ist ein bisschen komischer Nebel, aber wenn man sich das so guckt, sind die schemenhaften Violetten sind ja schon da, ne? Ist ganz schwer zu sagen und ist auf jeden Fall eine seltsame Sache. Ich will gar nicht sagen, dass es fake ist. Vielleicht ist zufällig was aufgenommen worden, was paranormal ist, oder eben zufällig was aufgenommen worden, was so aussah wie paranormal. Aber das überlasse ich eurer Fantasie und dann würde ich sagen, wir machen weiter mit der neuen. On a Sunday afternoon inside a small retail store, an employee working by himself decides to tidy up a few items on display. It was like any other workday at the shop. Johann Salazar would clock in and start the shift by organizing stock. But as he does his job, he all of a sudden runs to the back of the store, completely out of breath and visibly shaking. Johann, in his own words, had felt something heavy drop on his shoulders. Not sure what it was that was on his back, he looks at the security camera recording at this time and sees something that terrifies him beyond belief. This is what he saw. It appears that Johann's shirt and hoodie is pulled by something. Initially thinking that someone had put their hands on Johann's back, he turns around expecting someone to be there, but to his shock, there was no one. He was absolutely positive that he felt something heavy on his shoulders, yet it seems that whatever weight he had felt was non-existent. Or, so it seems, because as viewers believe, this invisible weight was most likely a spirit who was getting physical with Johann. If that's the case, then its presence was definitely felt. But whether ghost or not, Johann has been left terribly shaken by this incident. To this day, there is yet to be an update on this whole occurrence. Ich mag das ja auch, wenn es Schlag auf Schlag kommt, nicht viel Rumgerede, nicht tausendmal wieder erklärt oder so. Das mag ich eigentlich an Videos. Hier muss ich sagen, seltsame Aufnahme, aber ich bin mir hier auch wieder wirklich nicht sicher, weil das ist alles mit Photoshop und Bildbearbeitung machbar, dass man die Kapuze ein bisschen zieht.
das sah für mich gar nicht so aus, als wenn sie sich wirklich richtig bewegt hat, sondern als wenn das einfach nur ein bisschen länger gezogen worden wäre. Ist so ein erster Eindruck. Wenn das wirklich echt ist, der hat sich ja wirklich erschrocken. Kann man alles spielen. Er hat sich ja wirklich erschrocken. Aber warum sollte es ein Geist eine Kaputte ziehen? Vielleicht möchte er sich Aufmerksamkeit erregen dadurch. Aber wenn es wirklich so wäre, ist es schon sehr unheimlich. Aber ich glaube immer noch daran, dass ein wenig inszeniert ist, würde ich sagen. Aber es ist wieder eure Sache. Glaubt ihr es oder glaubt ihr es nicht? Ich würde eher sagen, vielleicht hat man doch was dran gemacht. Okay, wir machen weiter mit der 8. Now, the following video comes from a mother who, for some reason, began to feel an overwhelming sense of anxiety while taking care of her baby. It was just her and her son, alone at home, watching a movie peacefully, when things took an unexpected turn. Looking at the bathroom door, she notices that it's wide open. When she last looked, it was somewhat shut. Seeing that something was different, she grabs her phone and begins to record. Whenever something like this happens, according to her, things get very weird. It's a common occurrence, but on this night, what she captures is unlike anything she's ever experienced. On the verge of having a panic attack, she records the bathroom when this is captured. The door is moving by itself. Please go away. Please go away. You're not wanted. Go away. Whatever you are, go away. Oh my God. Also ein bisschen Gänsehaut kommt. Auf jeden Fall. Scariest thing I've ever encountered in this house. Sehr creepy. I am so scared right now. Please go away. Ein bisschen energischer sagen, würde ich sagen. It can't be spooky. Spooky? Psst, 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 psst. Spook? Moo? To say that the mother was spooked out of her mind would be putting it lightly. It's the fact that she pulls in her child after sensing something dangerous that really shows this. Now, she didn't see it at first, but after watching this video, she saw it. At the entrance to the bathroom, a very distinct shadow-like figure appears quickly. It's actually pretty quick when it happens, so it's understandable as to why she had missed this. But seeing how fast it moves only adds to the creepiness of this footage. Whatever this might have been seems to pop in and out quick before seemingly disappearing. Seeing this and hearing the bathroom door creak has led her to believe that something paranormal took place. But whether ghost or not, there has yet to be a definitive explanation for what was captured on this night. Also hier hatten wir wirklich eine richtige beunruhigende Situation. Ich stelle mir gerade vor, ich würde bei mir auf der Couch liegen und dann würde ich so Geräusche aus dem Badezimmer hören. Dieses Knacken und immer wieder. Man hat dann gehört, sie hat dann versucht zu sagen, nein, du bist nicht gewollt. Das soll ja helfen, wenn man mit den Geistern dann spricht.
und sagt denen einfach, du bist hier nicht gewollt, ich möchte, dass du gehst. Für mich war es aber nicht energisch genug. Dieses leise Sagen, okay, sie hat vielleicht Angst gehabt, das kann vielleicht sein, aber vielleicht würde auch mehr helfen, energisch zu sagen einfach, ich möchte dich nicht hier haben, du gehst jetzt, du bist hier nicht erwünscht, du verlässt sofort die Wohnung. Ich glaube, wenn man so den Spruch ziehen würde, würde dies energisch vielleicht mehr bringen. Es ist einfach nur eine Einschätzung von mir. Dieses leichte Gewimmer, geh jetzt, glaube ich, würde nicht viel bringen in der Situation. Vielleicht, wenn er lieber Geist ist. Man muss schon ein bisschen bestimmt sein und zeigen, wer Herr im Haus ist. Sage ich jetzt mal, so stelle ich mir das vor, wenn man einen Geist vertreiben wollte, mit der reinen Sprache jetzt. Ich habe aber gehört, viele benutzen das, um dass das auch klappen soll. Dass, wenn man sowas hat und sagt, geh jetzt, verlass mein Haus, du bist hier nicht erwünscht, dass dieses auch Folge geleistet wird. Warum auch immer, aber es soll wirken, habe ich gehört. Wenn ihr anders meint, schreibt in die Kommentare dann, wenn ihr denkt, das wird niemals klappen. Oder wenn ihr es schon mal gehört habt, würde mich interessieren, eure Meinung auf jeden Fall. Schreibt das unten rein. Ob das jetzt echt ist oder nicht, kann man nicht genau sagen. Ich will nicht immer alles in die Ecke abschieben. Nein, stimmt nicht. Ne? Und wir nehmen es jetzt mal so hin. Das Knacken war da. Wir sind hier. Alles ist fälschbar, ja. Aber einigermaßen authentisch hat es auf mich gewirkt. Und ja, den Rest überlasse ich für eure Fantasie. Und dann würde ich sagen, wir machen weiter mit der 7. In the following video, a security guard is doing rounds at a hotel when she suddenly comes to a stop after encountering something very disturbing. This video took place in 2019 and was recently shared by a friend of the security guard shown in the clip. At first, the friend who posted this wasn't sure if sharing this online would be a good idea. What was captured, according to them, is something that the hotel would rather keep under wraps. Perhaps to avoid reminding people of a terrible incident that occurred many years ago. Okay. In 1986, this exact hotel, which was formerly called the DuPont Plaza, had mysteriously caught fire, resulting in many lives being lost. Guests had no choice but to leap off their balconies as the flames had engulfed the whole building. The sight of this was hard to bear, to say the least. Auf jeden Fall ein sehr guter Nährpunkt für Geisterei. The hotel is now rebranded and remodeled under a different company. However, from time to time, strange things would happen Dass sie here. dieses Hotel auch wieder Hotel eröffnet haben, guests would report supposed paranormal experiences and blame the fire incident that occurred years ago to explain this. The following video is a prime example of what guests experience while being here. It's late at night when apparently something pulls the security guard's hair. Take a look. Looking closely, you can see that her ponytail is the first thing that moves before she tilts her head. However, its movement is anything but subtle. It's as if something had yanked her hair, causing her to jerk her head in a sudden motion. According to the friend who posted this, the security guard thought that someone had ran away upon pulling her hair. But after watching this clip, that clearly wasn't the case. Her hair was definitely pulled, but it wasn't someone she could identify, let alone see. What happened here, as the friend believes, was something unexplainable. But as always, I'll let you come up with your own conclusions. Just what exactly could explain the security guard's hair being pulled? Sehr tragische Geschichte, die voranging. Gerade solche Orte sind ja eigentlich prädestiniert dafür, dass da spuken muss eigentlich. Wenn so viele Leute da ums Leben gekommen sind, qualvoll gestorben sind und einfach keinen Frieden finden, weil die einfach nicht wissen, warum und weswegen sie aus dem Leben gerissen worden sind. Wir haben vielleicht noch Sachen zu erledigen, die unerledigt sind. Sehr gruselige Aufnahme in dem Sinne, weil es für mich auch authentisch war. Es sah für mich nicht gefaked aus. Könnte natürlich sein, dass noch Geister da rumspuken, die sich dann bemerkbar machen oder irgendwas. Das ist alles komplett plausibel, würde ich sagen, in der Richtung. Vielleicht sind auch böse Wesen da, weil ein Ort ist, wo viele Menschen gestorben sind, zieht vielleicht auch andere Wesen an, wie Dämonen oder so. Oder vielleicht hatten die auch was damit zu tun, dass so viele Menschen gestorben sind. Man weiß ja nicht, welche Einflüsse sowas haben kann. Auf jeden Fall ist das ein Ort, der vielleicht auch ein Portal bildet, irgendwie zu einer anderen Welt. Ich spreche heute wirklich sehr ausführlich.
Für mich sah das Video sehr plausibel aus. Ich will jetzt auch nicht sagen, es war unbedingt ein Geist, aber es sah gruselig aus. Ich hatte auch leichte Gänsehaut fast gespürt. Aber ja, das überlasse ich eurer Fantasie wie immer. Und ja, dann machen wir weiter mit der Nummer 6. It's late at night when a group of friends decide to enter a hospital that's been out of service for quite some time. They would never come alone unless they were dared to do so, because apparently this place is not what it seems. Although seeming like an empty facility devoid of any doctors or patients, the Felix Bonis Hospital in Santiago, Chile has been said to have a certain presence within its Sehr walls. bunt, ne? So gelb, Now rot, thankfully, the lights are grün. still on inside this hospital, which is a good thing for the group. The emergency system powering these lights appears to be running. Licht ist auf jeden but Fall even noch with the da, lights ja, on, okay. The following incident remains just as frightening. This is what they caught. Familia estamos aquí en el hospital Felix Bonis. Son las... ¿Qué hora es, familia? ¿Qué hora es? La 1:08. La 1:08. Ich hab's gesehen. La 1:08. La 1:08. Über der Schulter. It happens quickly, but upon looking closely, you'll see what appears to be a silhouette of a person just walking past the group of friends. No one had noticed it, and no one realized what was captured until much later when watching the footage. Clearly, something had been there, but it's hard to say as to what exactly it was. Briefly, we can see what looks like a distinct outline of someone small. But strangely, whoever, or whatever this was, goes unnoticed by the group. It's for this reason that they no doubt believe that this had to be the spirit of a deceased patient who doesn't know they already passed. But ghost or not, it seems that what was captured will currently stay a mystery. Ich liebe ja so Aufnahmen, die vermeintlich spontan gemacht worden sind. Das sind ja die besten YouTube-Kanäle, die eigentlich gar nicht sowas machen. Keine Geisterjäger, irgendwas, was im Alltag zufällig aufgenommen worden ist. Das ist genau das, was ich sehen will. Und das ist das, was uns auch so richtig gruseln kann, ja. Hier, okay, wir wissen es jetzt nicht. Man sah da wirklich eine Violette einer Person. Wir wissen es aber nicht, ob da nicht noch eine Person bei war, die vorgegangen ist. Und im Nachhinein hat man dann gesagt, oh, das ist aber eine gruselige Aufnahme. Aber wer weiß, Krankenhäuser ist auch so ein Ort. Wenn es spukt, warum nicht in Krankenhäusern? In Krankenhäusern sind viele Menschen gestorben. Wenn, dann ist das auch so ein Punkt, wo man sowas wirklich sehen könnte, würde ich sagen. Okay. Ich bin mir nicht sicher bei der Aufnahme. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Aber ob es fake ist, kann ich wirklich nicht sagen. Ist nachträglich eingefügt, dafür ist es so kurz. Warum hätte man das so kurz machen sollen? Ist eine gute Frage. Ich bin mir da ein bisschen nicht einig, würde ich sagen. Und dann machen wir weiter mit der 5 und weiter geht's. Taking place inside someone's apartment, a man immediately stops what he's doing to record this video, as it was just now that stuff started moving. And just stuff is moving, right? So this has moved. I thought it was because maybe one of the things is stuck in the blinds, and I closed the blinds, but that was one thing. The bike then fell. Within the span of 30 minutes, things just started moving on their own. This is something that commonly happens, but not once has it ever been caught on camera. But on this night, something happens that scares the living daylights out of the man. Hoping to get something on camera, he captures this. And I'm just kind of now trying. I tried to film other stuff when the bike moved, and I deleted that video because nothing happened. Wir sollten mal ein bisschen aufräumen, oder? But I'm just trying to see if I'm going mad. And when I Sieht ein catch bisschen something, unordentlich aus I've da am noticed Fenster. things in this flat for quite a while, but I've always put them down to like neighbours' noise or whatever it might be. But this is the first time I've kind of actually seen things move. Okay. But yeah, so I don't really know.
I want something to move, and I also don't want something to move. If anything is here, please, by all means, feel free to move something. Move one of the leaves here, move one of the leaves there, I don't know, whatever you want to move. Move the bike again, or the remote here. Don't be scared. Although I am a little bit scared. It's one of those horrible situations where you kind of want something off. There is no way. I'm so glad I got that on recording. I'm coughing all of a sudden. Holy oh my god, I can't believe I actually got that on film. Please move it again. You've done that much. Please feel free to move it again. This, by the way, has been propped up here for ages. This has not been moved. It's never moved before. I'm actually shaking a little bit. Sorry for swearing, by the way. Oh my god. I'm so happy that I've just got that on tape. And like this, yeah, this isn't like attached to anything. Like there's nothing attached to it. Like I haven't kicked it. I haven't moved anything. It's been, yeah, like, well, I don't know how it was now, but it's been kind of propped up for a long time. I'm going to lay it down a bit more. I absolutely knew that Had it not been for him lifting his guitar and showing an up-close view of the neck, then this definitely would have raised some suspicions. No strings are seen anywhere besides those on the guitar, and nothing around it hints at the possibility of this being faked. It's the lack of questionable evidence that makes this possibly real, and therefore pretty creepy. Yet this only gets creepier when noticing how sudden the guitar moves. Usually, when things aren't propped right, a slow shifting movement occurs before gravity takes over and makes it fall fast. This, however, immediately moves as if someone had forcefully pushed it. To the man, whatever happened here was surely paranormal. But of course, whether or not that's so is up to you to decide. Was something supernatural at play here? Or is there something else that could possibly explain this? Gut, war auch ein interessantes Video, aber ich glaube die Sache nicht ganz so. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, eher machbar als alles andere, was wir in dem Video bis jetzt gesehen haben. Okay, die Gitarre hat sich bewegt, er hat gesagt, bewege mal, aber ich hätte gern noch mehr Beweise gesehen. Warum hat er nicht gesagt, ja, danke, dass du dich gemeldet hast, beweg noch mal was, ohne da irgendwelche Schnitte und so. Dann hätte sich vielleicht die Blätter bewegt oder das Messer hätte sich verschoben, heruntergefallen oder so, was auf der Box lag. Nein, ist nicht passiert. Die Gitarre hat sich jetzt bewegt, okay. Ja, ich nehme da nicht ganz so ab. Ja, aber ich bin auf eure Meinung gespannt und ja, dann würde ich sagen. Aber bevor wir jetzt weitermachen, kommen wir zu meiner eigenen Erfahrung. Das folgende Video ist nicht für schwache Nerven. Und ich würde sagen, wir starten sofort rein und los geht's. Leute, ich habe wieder Geräusche aus dem Wohnzimmer gehört. Diesmal aus der Spielecke meiner Tochter. Vielleicht gibt es den unsichtbaren Freund doch. Ich habe mir diese GhostTube-App geholt, aber seht selber. Oh mein Gott. Hallo, bist du hier? Ich möchte mit dir spielen. Ich habe gesehen, du spielst so gerne mit meiner Tochter. Möchtest du auch mit mir spielen? Dann gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Oh mein Gott. Leute. Oh mein Gott. Okay. Was soll ich machen? Sitzt du auf dem grauen Stuhl? Was möchtest du denn essen? Ich sehe, da ist lecker Ei. Möchtest du das Ei haben? Dann beweg das Ei. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Oh mein Gott.
Hast du überhaupt Lust, mit mir zu spielen? Bewege ein Teil. Nein! So, meine Freunde, wie ihr es sehen könnt, habe ich es überlebt und ob es echt ist oder nicht, das bleibt eure eigene Fantasie. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit der 4 und los geht's. Now, not much is known about this next video, considering that the original source is unknown. Oh, die ist Where it came gruselig, die from, Puppe. or who exactly posted this first, remains a mystery. Boah, ich mag keine But despite Puppen mehr. lacking any sort of context, the video is still pretty creepy. Taking place in what appears to be a museum, Überhaupt, a group of people visit an zwei exhibit Köpfe? that is, well, a bit disturbing to say the least. As with most lifelike mannequins, there's something quite off-putting about these, but it's not the mannequins that make the video pretty spooky, but rather something else. Whoever took this video seems to have not realized that they captured something unusual during this moment. They didn't see that this was captured. Very creepy in here. Appearing out of nowhere, a shadowy figure resembling a woman is caught in the mirror. Its reflection is captured, but the person casting it is nowhere in sight. That is, if it was a person. While some viewers agree that it was a person in the sense that they used to be alive, many believe that this was its ghost. Seemingly dressed in a gown that a woman would wear during the Victorian era, the mysterious shadow passes by, unfazed by the group of strangers in the room. It's as if they've been here for quite some time. But like most videos, without much context, it remains unknown as to who or what was caught on camera. If you caught something creepy on camera, or if there's any ghost videos you'd like. Gut, es war ein extrem gruseliges Szenario mit den ganzen Puppen. Das ist genau das für Nicht-Puppenfreunde, was wir nicht gerne haben. Überall Schaufensterpuppen, da hing sogar eine von der Decke mit Haaren da unten und so. Es war ja extra so gruselig drapiert und das waren ja auch mehrere Leute anwesend in dem ganzen Vorfall. Das soll ja irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Gruselhaus war oder sowas. Leute haben es ja auch extra fotografiert oder so. Und aber die Spiegelung in der Scheibe, wir wissen nicht. Andere Leute waren ja auch zugegen, ja. Vielleicht ist irgendeiner einfach nur dahinterhergegangen und dann ist zufällig diese gruselige Aufnahme entstanden, weil irgendeiner hinter demjenigen, der gefilmt hat, hergelaufen ist. Das wäre noch für mich eine Erklärung, ob es da jetzt wirklich spukt, vielleicht doch. Vielleicht ist es ja ein Geisterhaus gewesen, wo sowas extra drapiert worden ist. Man kann sich ja in so Sachen einmieten. Und kann auch eine Nacht da verbringen und kann sowas besichtigen. Es gibt einige Horrorhäuser auch in den USA. Und ich habe euch ja gesagt, erreiche ich jemals die 100.000 Follower, werde ich in so einem Haus übernachten. Vielleicht auch früher, aber spätestens dann. Das werde ich tun. Ich habe vor, auf meinem Kanal mehr rauszugehen, mehr gruselige Orte irgendwie zu entdecken. Da habe ich jetzt Bock drauf, als immer nur diese Reactions zu machen. Das wird in Zukunft kommen. Spätestens nächstes Jahr stehen da einige Projekte an und ich hoffe, ihr seid dabei. Und wenn ihr neu seid, lasst einen Abo-Button da. Und ja, das erwartet uns nächstes Jahr. Und zu dem Video, ja, ich glaube eher, dass das Zufall war, dass kein Geist war. Und ja, aber ich bin auf eure Meinung gespannt und ich würde sagen, wir machen einfach weiter mit der 3 und weiter geht's. Me to check out and include in the next compilation, you can send them over to scaryvideos444@gmail.com. That being said, let's get back to the video. Nummer 3. On the night of October 4th of 2024, a young couple watch a scary movie that's already been seen by the das haben wir boyfriend. gesehen. It's his girlfriend's Ich glaub, first im time watching Livestream the haben wir film, es gesehen, and it's oder? Haben wir es im exactly Video how he gesehen? imagined she would react, completely scared. It's for this reason that he films this video. It would make for a funny clip, but little does he know, this exact moment would be anything but funny. Now, viewers agree that it's already creepy enough that they live in a house filled with clown dolls and other horror-themed items, but what was Ja, so captured kleine beats Horrorfans, any wie of man those sieht, ne? things. As they watch this movie, Und schön hier den this is Exorzisten caught. reinziehen. And of the Son, and the Holy Spirit, by this sign of the Holy Cross of our Lord Jesus Christ,
who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit. Damien! It's not even scary. It is scary. It's not. Look down and pity. You killed my mother. You killed your mother. You killed your mother. You killed. What was meant to be a funny clip of his girlfriend's reaction turns into something they would see in their movie. Out of nowhere, the clown doll on the wall moves. Unaware of what just happened, she continues watching the film while the boyfriend remains speechless, as it seems that the doll had come alive. While some think that the film had something to do with this, the couple believes that something else was responsible. As it turns out, they live across a cemetery that's quite literally down the street from them. The following is the girlfriend's footage. Take a look. My scary clown video. Okay, so I thought I'd show you. Okay, und dann geht man jetzt auf den Friedhof nebenan oder in der Nähe. Und man glaubt, der Clown hat sich deswegen bewegt. Okay, ist aber, haben wir noch nicht gesehen, ist neu. Scared me, but the clown kind of did. So then, according to viewers, it's no wonder why the doll had come alive. It only makes sense that watching a scary movie near a cemetery would lead to this. But as always, you be the judge on whether or not this was paranormal. Just what exactly had occurred that night. Gut, also ich bin hier ein bisschen skeptisch. Ich glaube, ich habe schon mal darüber gesprochen, aber für alle, die Neues, werde ich es auch nochmal sagen und ich kann noch ein paar neue Erkenntnisse dazu sagen. Ich fand es ziemlich seltsam, er filmt diese gruselige Szene aus dem Handy. Warum filmt man eine gruselige Szene, während man einen Film guckt mit einem Handy? Und schwenkt dann zu seiner Freundin rüber oder Frau, so dass der Clown auch wunderbar an der Wand zu sehen ist und filmt diese, wie sie gerade ein bisschen Angst hat und guckt sie an und man hält so den Fokus. Auf einmal bewegt sich der Clown leicht, noch kein Piep zu hören von dem Mann und dann kommt ein richtiger Ruck, der Clown rutscht ganz runter und der Mann fängt an zu schreien, die Frau schreit und alles ist in Panik. Und am anderen Tag hat sie eine Idee oder wann auch immer und sagt, ja, der Friedhof ist in der Nähe. Dann deswegen hat die Puppe sich bewegt. Ich finde immer noch, es ist ein Seil befestigt gewesen am Clown. Der wollte seine Freundin erschrecken oder sie haben es ja zusammen ausgedacht. Gerade doch der Kontext, dass sie zum Friedhof geht, macht das Ganze ja noch schlimmer. Das haben wir beim letzten Mal ja gar nicht gesehen. Und da will jemand auf die Horrorschiene kommen. Oh, ich habe was Unheimliches erfahren. Also ich habe es den beiden gar nicht abgekauft. Und ja, ich bin auf eure Meinung gespannt, aber ich sehe immer noch so ein Seilchen da. So ein bisschen angedeutet. Also auf jeden Fall ist das inszeniert. Ich kann es mir einfach anders nicht vorstellen. Das ist zu klischeehaft einfach gemacht. Gut, dann würde ich sagen, wir machen mal weiter mit der 2 und weiter geht's. On a sunny day, somewhere on a peninsula, a man records a video of an ancient fortress that was built in 1725. Obviously, the fortress has stood the test of time, seeing that it's still intact. But it's not the durability of this place that baffles the man who filmed this. Instead, it's what appears at this place that's left him pretty spooked. He was taking a video while he and his brother explored the fortress. Although many tourists come here, very few know that the fort has taken the lives of many pirates who invaded the peninsula during the 18th century. Knowing this, the man couldn't help but feel a haunting presence while being here. Now the quality is far from HD, but the video still captures footage of something visible and quite peculiar. This is what was caught. Sehr schlechte Qualität natürlich. Okay. Ich glaube, da fliegt es irgendwie. Haben wir auch schon mal gesehen. Da fliegt es irgendwas, oder? Irgendwas über dem Feld oder so. Also der Anfang völlig irrelevant. Ah. The man who took this had no idea that something appeared around the fort. He further adds that this, whatever it was, had been inside a closed-off section to the public. There was no way that a person could have accessed this area, as no one had stepped foot there for years.
If it wasn't a person, as many believe, then what exactly was this? Now it is kind of odd how despite the video's quality, we can still make out distinct figures in the distance, but this, even from a not so far distance, is hard to make out. While some speculate that it might be the spirit of a pirate who died while crossing the fort, others are simply baffled by the clip. Although uploaded in 2023, this video continues to remain a mystery. Dafür ist die Kameraqualität wirklich schlecht. Gut, kommt mir auch bekannt vor, haben wir schon mal gesehen. Immer noch das Gleiche. Ich glaube immer noch nicht, dass es echt ist. Wie er schon sagt, die Kameraqualität für 2023 ist ziemlich schlecht. Aber warum ist dieses Teil, was da drüber fliegt, so gut zu erkennen bei dieser schlechten Kameraqualität? Ich glaube immer noch, das ist eingefügt. Man weiß es nicht. Ist einfach nur ein Instinkt von mir. Wie gesagt, wir schließen ja gar nichts aus. Es kann auch ein Geist gewesen sein. Ich lasse mich auch gerne zu jedem, was ich sage, von euch gerne überzeugen, dass es vielleicht doch anders ist, wie ich es sehe. Gerne, dafür sind wir hier, dafür sind wir eine Community und wir wollen das Ganze herausfinden und ja, deswegen sind wir hier, wir unterhalten uns und ja, das ist meine erste Einschätzung, dass es nicht echt ist, ja. Gut, dann machen wir weiter mit der 1 und ich hoffe, jetzt kriegen wir nochmal Gänsehaut und ja, los geht's. In this last video, a man named Connor Lyle recorded something strange on his doorbell camera. It happened on a Thursday night when no one else had been outside. Connor had just come home at around 8 p.m. and was heading towards his house when suddenly he gets the strangest feeling. It was as if his body, out of instinct, had sensed something threatening. Perhaps thinking it was all in his head, he shrugs it off and doesn't think much of it. But fast forward to him looking at the footage captured of that night, and his stomach drops. The following is his footage. Watch. Da war leicht was zu sehen, As it turns out, his fight-or-flight response wasn't just random, but rather completely called for. Right behind Connor, there appears to be a shadowy figure walking by and then disappearing out of nowhere. However, after seconds pass, it reappears again, but this time a bit closer. It's as if it was making its way towards Connor. Feeling once again immensely unnerved, he turns around and sees nothing. But clearly, as he would eventually find out, something was behind him. Gruselig, ja. What this was is unknown, but judging by Connor's reaction, viewers think it's best if he stayed away from ever encountering whatever this was. While there has yet to be any updates from Connor regarding this footage, this incident continues to remain unsolved. Thanks for watching, and I hope you enjoy. Super. Das war's wieder mit dem kleinen oder feinen Video. Ich muss dazu sagen, sehr gruseliges Video. Ich kann mich genau reinversetzen in diese Person gerade. Und ich halte dieses Video auch für authentisch. Ob jetzt hinten der Schatten echt ist oder nicht. Aber ich halte die Reaktion des Mannes für authentisch. Wer kennt es nicht, dieses Gefühl, wenn man irgendwie alleine draußen ist, geht Richtung Tür, dass vielleicht irgendwas hinter einem. Kennt einer das Gefühl? Ich kriege sogar leicht Gänsehaut, wenn ich drüber spreche. Wenn man den Müll rausbringt oder man geht sich einer rauchen und steht entweder draußen oder am Balkon oder auf der Terrasse und steht alleine draußen, es ist alles dunkel, man geht zur Tür, man hat das Gefühl, man wird beobachtet. Man möchte am liebsten die Tür aufmachen, reinschwingen und ganz schnell hinter sich zumachen, weil man Angst hat, irgendwas packt einen noch von hinten. Ich kann mir vorstellen, dass nicht nur ich dieses Gefühl schon erlebt habe, sondern auch ihr dieses Gefühl schon mal hattet, dass irgendwas hinter einem ist, ein unwohles Gefühl und man ganz schnell reinhuschen will, weil man irgendwie ein ganz seltsames Gefühl hat. Ich glaube, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr dieses Gefühl kennt und deswegen kann ich mich so gut in diese Situation reinversetzen. Und deswegen halte ich dieses Video auch einigermaßen wirklich authentisch und sehr gruselig, wenn der Schatten da hinten wirklich war. Vielleicht ist das kein schlechtes Gespür oder vielleicht ist es kein Gespinst von uns, vielleicht ist irgendwas hinter uns und wir merken das und deswegen haben die das beklemmende Gefühl und wollen schnell rein. Vielleicht ist das mal eine Aufnahme, dass wir wirklich mal die tiefsten Ängste, die wir dabei haben, wirklich abgebildet auf einem Video sehen. Das ist wirklich gruselig. Gut, dann würde ich sagen, Daumen nach oben lassen wir da. Das war's schon wieder mit dem kleinen oder feinen Video. Ich finde es schade, ich freue mich aber, dass wir uns Donnerstag wiedersehen.
Ich freue mich im Vorfeld auf eure Kommentare natürlich. Und ich liebe es ja immer, sie zu beantworten. Wenn ihr neu seid, lasst ein Abo da, ist kostenlos. Unterstützt mich ein bisschen. Und ja, dann würde ich sagen, habt einen schönen Dienstagabend. Wir sehen uns am Donnerstag. Denkt an, wir sind eine Community. Ich habe euch alle lieb. Und ja, haut rein, schaut rein. Bis Donnerstag. Ciao.